Asche, Abenteuer, Amore. So hat unsere Explorer-Redakteurin Astrid ihre Reise über die größte Insel des Mittelmeers genannt, Sizilien. Das Eiland bietet auf vergleichsweise kleinem Raum eine spannende Vielfalt und lehrt den Reisenden bald, dass es mehr drauf hat als berüchtigte Cosa Nostra und schwarze Lava. Wir starten am kristallklaren Meer, das während der italienischen Ferien im Juli und August zum Besuchermagnet wird. Kein Wunder, denn das Thermometer klettert dann schnell mal auf 40 Grad im Schatten. Auf den Märkten der Fischerstädtchen herrscht ein buntes Treiben. Neben dem obligatorischen Fisch gibt es auch manch andere, hier noch lebende Speise. Wer dem Trubel entkommen möchte, sollte sich weg von der Küste in die Berge begeben. Hier findet Astrid einsame Bergdörfer wie den Ort Ganghi. Und auch wenn der einheimische Fußballnachwuchs auf der Piazza für die Squadra Azzurra trainiert, bleibt der Eindruck, dass es hier wirklich einsam ist, irgendwie bestehen. Da hilft auch die Initiative des Bürgermeisters von 2015 noch nicht so ganz, als er hier 31 leerstehende Häuser verschenkte. Aber hübsch ist das Dorf schon. Und der Blick von seiner 1000 Meter hohen Anhöhe in die Umgebung ist spektakulär. Noch einsamer wird es, als der Pickup in die Messina-Kammstraße einbiegt. Hier im Peloritani-Gebirge werden Auto und vor allem dessen Fahrer gefordert. Wer den Blick genießen will, sollte lieber mal anhalten. Als eine vom Regen ausgewaschene Rinne die Weiterfahrt blockiert, hilft es alles nichts. Es muss geschleppt werden. Mit Felsbrocken wird das Hindernis aufgefüllt, bis es weitergehen kann. Allrad ist hier oben dann tatsächlich mal vonnöten. Wer Sizilien bereist, kommt um eine Sehenswürdigkeit wohl kaum herum. Die 3352 Meter des Ätna kann man aber nur mit Guide besteigen. Und auch nur, wenn die Seismologen grünes Licht geben. Das Valle del Bove bietet aber auch schon ein tolles Panorama. Ein weiterer, deutlich lieblicherer Spot ist der Nationalpark Zingaro westlich von Palermo. Der Küstenabschnitt zählt zu den landschaftlich schönsten, die Sizilien zu bieten hat. Zwergpalmen, kleine Buchten und türkisblaues Mittelmeer. Hier kann man Kraft tanken. Ein Glück, dass es der Mafia vor 40 Jahren nicht gelang, hier eine Schnellstraße zu bauen. Das Projekt scheiterte am Widerstand der Bürger. Übrigens, weitere Erfolgsgeschichten vom Kampf gegen die Cosa Nostra gibt es im Interview mit Edoardo Safuto zu hören. Das gesamte Gespräch könnt ihr in einem eigenen Film sehen. Wenn es dann Abend wird und die Hitze angenehmeren Temperaturen weicht, kann man sich zum Abendessen wieder auf in die Küstenorte machen und das sizilianische Leben ganz in Ruhe beobachten. Asche, Abenteuer, Amore. Wer Sizilien einmal erlebt hat, wird von der Schönheit der Insel und der Herzlichkeit ihrer Bewohner fasziniert sein.